Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial-Reihe. Heute geht's weiter und zwar wollen wir heute endlich unsere Evaluation schreiben. Allerdings habe ich noch ein paar kleine Sachen anzumerken, die ich jetzt schon geändert habe hier. Erstens mal habe ich hier unten schon mal eine Testversion eingefügt oder eine Testmethode eingefügt, die machen wir jetzt dann. Und das nächste ist, wir haben ja hier die Binary Cross Entropy genutzt. Dazu sollte man als Aktivierungsfunktion nicht den Softmax, sondern den Sigmoid benutzen. Das habe ich mir mal kurz reingelesen. Ja, weil ich tatsächlich die Binary Cross Entropy, also mit Binary Cross Entropy habe ich an sich noch nicht so gearbeitet. Beziehungsweise, ja, wir sollten einfach dafür den Sigmoid benutzen und ich habe noch ein weiteres Convolutional Layer eingefügt, weil ich damit einfach bessere Ergebnisse hatte. Sieht dann in etwa so aus. Okay, cool. Was genau ist jetzt unser Ziel? Naja, ich habe die Testdaten runtergeladen und die Testdaten, die sehen folgendermaßen aus. Sind hier unter Test und ja, das wird jetzt eine Weile dauern, bis das Ganze geladen hat. Genau, hier, wir sehen, das sind Daten, die sind auch Hunde und Katzen einfach irgendwie random, aber sie sind nicht gelabelt, da sind einfach irgendwelche Zahlen unten drin. Das heißt, wir können nicht überprüfen, wie viel Prozent wir richtig haben oder sowas, sondern ja, wir können es halt quasi drauf anwenden. Das heißt, wir können unser Netz tatsächlich drauf anwenden, aber wir haben an sich noch nicht die Möglichkeit, hier diese Daten so zu nehmen, beziehungsweise so eben dann automatisch auszurechnen, was jetzt hier passiert ist. Okay, was wollen wir jetzt also machen? Also in unserer Testfunktion sollten wir vielleicht als allererstes mal model.eval einsetzen, damit wir hier sagen können, wie unser Modell eigentlich beziehungsweise dass wir es nur auswerten wollen und dass wir es nicht trainieren wollen. Dann machen wir Folgendes: Wir laden erstmal unsere Daten wir laden unsere Daten erstmal logischerweise aus den Bildern. Das können wir hier eigentlich fast von oben 1:1 kopieren, aber nur fast. Denn wir brauchen erstens mal keine Batch-Dateien, wir brauchen eigentlich bloß die stinknormalen Tensoren für ein einzelnes Bild und dieses einzelne Bild soll dann eben da durchgehen. Außerdem haben wir natürlich auch kein Target, das heißt, das müssen wir alles nicht beachten und wir müssen es natürlich auch nicht random machen, weil es ist schon random, also wir haben nicht immer nur Katzen oder Hunde, sondern wir haben tatsächlich einfach alles durcheinander gemixt. So, das heißt, wir können jetzt hier, ja, ich würde mal sagen, wir machen nicht alle Bilder, weil wir natürlich auch manuell quasi gucken müssen, ist das Netz gut oder ist es schlecht. Das ist quasi eher die Anwenden-Funktion als die Testfunktion hier. Eine Eval-Funktion sollten wir vielleicht noch wann anders separat aus den Trainingsdaten hier extrahieren. Ups, das hätte ich nicht machen sollen. Das heißt, wir sollten gelabelte Daten zum Überprüfen benutzen. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das haben wir aber das letzte Mal schon gemacht. Deswegen, ja, wir wenden jetzt hier das Netz eigentlich eher an. Ich lasse es trotzdem mal jetzt auf Test stehen und wir machen einfach hier so weiter. Okay, was genau wollen wir also machen? Naja, wir sagen einfach mal, wir haben hier eine Datei in list_dir. Das heißt, Files ist gleich, habe ich es falsch genannt? Ja, list_dir von catdog/eval. Okay, und jetzt können wir uns hier einfach eine Datei raussuchen. F ist gleich random.choice aus Files. Das ist einfach irgendeine zufällig gewählte Datei. Wir evaluieren oder wir wenden das Netz jetzt nur auf eine einzige Datei an. Dann sagen wir, wir wollen hier das Bild natürlich laden. Erstmal image.open. Klar, das ist eigentlich dasselbe. catdog/eval/ und dann natürlich hinten dran den Dateinamen. Anschließend wandeln wir das Bild in den Tensor um. Ich nenne es jetzt einfach mal img eval Tensor. Ups. Eval und Bodenstrich Tensor bitte. Ist gleich. So, das machen wir natürlich wieder mal über unsere Transforms. Das sind dieselben Transforms, die wir hier natürlich verwenden wollen. Und natürlich stecken wir hier auch das Image wieder rein. Gut. Ja, ich habe sie, glaube ich, nur Transform genannt. Deswegen das hier muss... Nein, ich habe sie Transforms genannt, Plural S. Gut. So, das ist jetzt unser Tensor, den wir in unser Netz reinstecken können jetzt theoretisch. Jetzt wandeln wir das Ganze natürlich noch um in Data. Das heißt, Data machen wir als Variable aus unserem Image-Eval-Tensor, den wir natürlich vorher noch auf die Grafikkarte packen wollen. Okay, dann schieben wir diese ganzen Daten jetzt durch unser Model durch, das wir gerade trainiert haben.
So, Lim. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen weiter. Ach so, halt, stopp. Genau. Wir haben ja jetzt hier kein Badge. Deswegen müssen wir hier die Badge-Dimension vorne dranhängen. Das muss man beim beim Anwenden natürlich machen, weil wir hier einen Badge-Size brauchen. Aber auch wenn die Badge-Size einfach nur 1 ist. Deswegen brauchen wir jetzt hier unser Unsqueeze, was ich schon euch gezeigt habe. Punkt Unsqueeze. Bodenstrich, ich glaube, ich habe es richtig geschrieben. Ja, habe ich. Sehr gut. Okay, und damit haben wir sozusagen unsere Badge-Size vorne dran gehängt. Es gibt halt nur dieses eine Bild in diesem Badge. Ist auch in Ordnung für uns. Und ja, gut, perfekt. Jetzt wollen wir natürlich hier nicht nur dieses Out berechnen, sondern wir wollen auch ausgeben, was es denn eigentlich ist. Also wir wollen das Netz halt quasi sinnvoll anwenden. Wie bekommen wir jetzt raus, was unser Netz meint, dass es ist? Naja, wir sagen out.data.max, also wir wollen ja nur das Maximum haben, und zwar 1 und keep dimension ist gleich true. So, und davon wollen wir jetzt nur die Ausgabedimension tatsächlich haben. Und was wir jetzt noch machen können, ist, wir zeigen unser Bild, damit wir natürlich auch sagen können, was es jetzt genau ist. So, und dann erwarten wir einfach kurz einen Input vom User, denn ansonsten, wir haben jetzt hier 30 Epochen, ansonsten würde mir der jetzt 30 Bilder aufmachen, das wollen wir natürlich nicht. Da erwarten wir jetzt einfach irgendein Bild, irgendein Input, was wir niemals verwenden werden, damit es einfach weitergeht sozusagen. Kleine Pausierung. Okay, und ja, ich glaube, das ist es. Ach halt, nee, ist es nicht. Ich habe hier aus Versehen eval geschrieben statt Test, fällt mir so auf. Oder ist mir gerade aufgefallen. Gut, aber jetzt können wir es mal ausführen, mal gucken, was passiert. Wir laden hier erstmal natürlich die Daten rein. Ich habe, wie gesagt, hier nur 2 Badges reingeladen. Nach diesen 2 Badges bricht das Ding ab und es fängt an zu trainieren. Da sehen wir auch, was wir für ein Loss haben nach dem ersten Badge. Oh, ups, ich gebe hier den Badge aus. Und hier sehen wir jetzt plötzlich, das soll eine Katze sein. Nicht ganz, ne? Ist wahrscheinlich eher ein Hund. Aber wir haben ja auch erst eine Epoche trainiert mit einem einzigen Badge. Das heißt, ich mache das Ding jetzt mal zu und mache hier einfach einen Input. So, nächstes, das soll auch eine Katze sein. Nicht ganz, mein Freund. Okay, nächstes, auch eine Katze, sowas aber auch. Das ist jetzt tatsächlich mal eine Katze ausnahmsweise. Also wir sehen, es wird langsam besser offensichtlich oder vielleicht. Aber ich meine, das Bild sieht jetzt auch aus, als könnte es, naja, gut. So, ich habe es jetzt nochmal neu gestartet, aber ja gut, wir haben jetzt hier wieder eine Katze, die als Hund klassifiziert wurde. Sehen wir hier unten an der 1, die ausgegeben wurde. Also oben war eine Katze, das war tatsächlich eine Katze hier bei 0, aber das war mehr oder weniger geraten. Wir hatten hier einen Loss von 12, das war schon recht hoch. Hier haben wir jetzt noch einen Trainingsloss von 0,9 und 0,7 gehabt beim zweiten Batch. Und das ist jetzt hier offensichtlich als Hund klassifiziert worden, was auch nicht richtig war. Lassen wir einfach nochmal laufen. Das ist jetzt tatsächlich mal ein Hund, der hat richtig geraten. Wow, das erste Mal. Oder was heißt geraten? Das ist auch ein Hund, das hat er auch richtig gemacht. Yay. Ja, und das ist offensichtlich kein Hund. Aber gut, wie gesagt, das sind nur sehr, sehr geringe Trainingsdaten, also sehr, sehr wenige Trainingsdaten. Ich würde das Ganze jetzt einfach mal trainieren lassen und euch tatsächlich pausieren, aber ich messe natürlich die Zeit und sage euch dann, wie lange es gedauert hat. Ich habe eine Stoppuhr hier. Ich könnte es natürlich auch in Code einbauen, aber ich will es einfach mal so ausprobieren, wie lange das Ganze hier braucht. So, und ich bin gespannt, ihr seid hoffentlich auch gespannt und ich will danach auch wissen, wie gut mein Netz hier ist. Deswegen setze ich hier vielleicht das Testen hier ans Ende. Und ja, das wird eine ganz schöne Weile dauern. Ich hoffe, ihr habt Zeit, beziehungsweise ich pausiere euch sowieso. Also bis gleich. Oder für euch bis gleich. Für mich nicht. Okay, ihr Lieben. Ich habe jetzt tatsächlich mal keine Lust mehr, das Ganze noch weiter zu Epoche 4 und ich lagge ich gerade ein bisschen. Bam, tot. Okay. Tot. Jetzt ist tot. Okay, wir waren bei Epoche 4. Ich habe auch nur 150 Trainingsdaten einlesen können, weil danach irgendein Input-Output-Error bei meiner Festplatte aufgetreten ist. 150 ist nicht mal ganz die Hälfte gewesen, aber das ist in Ordnung. Das würde quasi reichen. Allerdings waren wir jetzt bei Trainings-Epoche 4 noch nicht mal ganz in der Hälfte. Das heißt, wir haben im Endeffekt 3 Epochen in etwas mehr als 15 Minuten trainiert. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen, ich habe hier 30 Epochen drin. Ich hatte jetzt keine Lust, den ganzen Tag nicht weiter aufnehmen zu können oder meinen PC nicht mehr benutzen zu können, besser gesagt. Es leckt wirklich ganz schön hart rum. Deswegen habe ich das jetzt mal abgebrochen hier. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und ihr könnt selber mal ein bisschen ausprobieren, wie lange das Ganze trainiert. Ich würde euch empfehlen, es über Nacht trainieren zu lassen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ja, das war es tatsächlich auch eigentlich schon wieder mit diesem Projekt hier.
Ihr könnt das Ganze natürlich noch optimieren, was ihr machen wollt. Ihr könnt hier zum Beispiel Kernel Size ein bisschen runterstellen, dafür noch ein paar mehr Convolutional Layers oder sowas einstellen. Also das ist natürlich ganz euch überlassen. Die Netze sind absolut nicht optimiert. Das ist einfach nur, wie schreibe ich so ein Netz. Mal gucken, ob wir wirklich auch so ein optimiertes Netz mal hinbekommen, das auch wirklich richtig gut ist. Das soll es jetzt aber von meiner Seite erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch natürlich wieder gefallen. Und falls ja, lasst mir bitte ein Like da oder sowas oder keine Ahnung, Bewertungen oder whatever. Auf jeden Fall, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.